Hast du Lust, mit uns einen Film zu machen? Alle Informationen findest du in der Videobeschreibung. Wollen wir erstmal gucken mit den Basiszutaten, dass man die hier irgendwie abfilmt. Da kommen die Zutaten: Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, roten Spitzpaprika. Also da können wir jetzt eine Auswahl von zusammen in eine bunte Pfanne bringen. Bevor wir das Gemüse verarbeiten, nehmen wir einen Löffel Natron auf 1 bis 1,5 Liter gutes gefiltertes Wasser. Und dann haben wir auch ein sauberes Gemüse, und beim Wirsing kommt dazu, wenn es in Natron gespült wurde, dann ist es auch besser bekömmlich. Also meine Paprika, die würde ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorreinigen. Vielleicht so eine Hälfte. Ein Stück Möhre auf jeden Fall. Wir können ein bisschen Porree nehmen. Also viel. Das habe ich so im Plastik gekauft. Man kann sich das auch sparen, indem man, wir nehmen jetzt mal hier 2, 3 große Blätter von außen. Das müsste ich noch haben. So. Und dann nehmen wir das große Blatt gegen die Schnittfläche und legen es so ins Gemüsefach. Dann ist es eigentlich schon gut geschützt. Dasselbe. Übrigens kann man sehr gut Rouladen mit diesen Blättern machen vom Weißkohl. Einfach nur ganz kurz dämpfen, kalt abschrecken, mit irgendetwas füllen, kalt oder warm oder gebraten, dann verzehren. Zehn Minuten einwirken lassen, dabei ab und zu mal umdrehen. Dann abspülen und verarbeiten. Und einmal das Ganze abspülen. Und ich fange mal an zu schnibbeln. So, können wir die als erstes schon mit rein. Darf ich dir noch einen Tipp geben? Ja. Wenn du das Messer abstreifst, immer mit der Ja, Lichtklinge, genau. weil so machst du die nämlich kaputt. Genau, da hast du recht. Das ist der Moment, bei dem ich mir immer größere Schneidbretter wünsche. Und jetzt können wir auch schon ein bisschen Tomatenmark dazugeben. Da haben wir jetzt den Weißkohl. Mit so einem angebratenen Weißkohl. Passt übrigens auch Feta sehr gut dazu. Es darf richtig ruhig ein bisschen anbrötscheln, denn sobald wir hier jetzt Wasser zugeben, lösen sich die Röstaromen, und die sind ja gerade so schön in diesem Gericht. Getrockneter Knollensellerie. Wie hast du den getrocknet? Einfach an der Sonne. Also einfach gerieben, und im Sommer war das dann. Man kann den natürlich auch dörren im Backofen mit Lampe an oder bei 50 Grad. Oder im Winter eine große Schüssel auf die Heizung stellen, wenn man die Heizung sehr hoch anhat. Ich habe hier schwarzen und weißen Pfeffer. Bunter Pfeffer wäre eigentlich optimal. Warum mörserst du den frisch und nicht aus der Packung? Weil er dann ganz andere Aromen entfaltet. Also wer einmal frisch gemörserten Pfeffer irgendwo genutzt hat, der möchte keinen abgelagerten mehr. Außerdem wissen wir hier, dass der wirklich aus den ganzen Körnern besteht. Und ja, ich weiß nicht, was in den geriebenen Mischungen drin ist. Geben wir ein bisschen Sole dazu, ein bisschen Pfeffer. Der darf jetzt schon mal ein bisschen weicher werden.
Aber beim Anrichten ist natürlich schön, wenn man auch noch ein bisschen frischen Pfeffer oben drüber hat. Das ist dann nochmal knackig. So, wir schauen mal, wie der Biss ist und der Geschmack. Da du das Video bis zum Schluss angesehen hast, bist du bereit, einen Daumen nach oben zu geben, wie man macht auf YouTube und Telegram.